entscheidet er sich, zu den Philistern zu gehen, weil er denkt sich, dass Saul sich nicht traut, ihm dort nachzustellen. It seems this time his reputation wasn't like it was before when he went there and he was welcomed. Und das Interessante ist, offensichtlich hat Davids Ruf sich geändert unter den Philistern, denn diesmal wurde er willkommen geheißen. And he was actually given a city where he could settle with his troops and families and kids and everything. Und ihm wurde sogar ein Ort gegeben, an dem er sich niederlassen konnte mit seinen den Familien und seiner Armee. And then he would spend his day taking his men and raiding villages and towns of people that were not Israelites. Und dann hat David seine Zeit damit verbracht, dass er mit seiner Truppe Dörfer und Städte überfallen hat, die nicht israelitisch sind. And would come back with sheep, cattle, gold, silver, clothing, all of the spoils of this kind of thing. Und er kam von diesen Raubzügen immer zurück mit Vieh und Gold und allen möglichen Sachen, die sie erbeutet haben. But he wouldn't let anybody live. Aber er Everybody was killed. In den Dörfern, die er überfallen hat, hat er niemand am Leben gelassen. But then he would tell the Philistine king that he'd been attacking villages of Judah. Aber dem Philisterkönig hat er dann erzählt, dass er gerade irgendwelche Dörfer in Juda überfallen hat. And so the king of the Philistines thought, wow, if he's doing that, then obviously he is not he's not liked by them and embraced him more. Und so hat also der Philisterkönig Achish gedacht, dass David inzwischen gegen seine eigenen Landsleute kämpft und dadurch war er überzeugt, dass David jetzt wirklich zu den Philistern sich hält. In fact, so much so that when the Philistines were fighting Saul, this king actually wanted David to be on his side. So sehr, dass als der Philisterkönig Saul angreifen wollte, hat er gesagt, ob David ihm nicht helfen will dabei. And this is the Battle of Gilboa. Hier geht es jetzt um die Schlacht bei Gilboa. This is the third major battle recorded that Saul had against the Philistines. Das ist die dritte große Schlacht, die aufgeschrieben ist von Saul gegen die Philister. And this is the third incident recorded in Saul's life that brought his kingship to an end. Und das ist die dritte Episode in Sauls Leben, wo sein Verhalten eigentlich dafür die Weichen stellt, wie sein Leben dann enden wird. So as Saul was preparing for this big confrontation, also als Saul sich auf diese große kriegerische Auseinandersetzung vorbereitet, he prayed, but there was no word from God. Hat er gebetet, aber Gott hat ihm nicht geantwortet. So he wanted to speak to the prophet Samuel. Und deshalb wollte er gerne, dass Samuel für ihn sich einsetzt und betet. Small problem, Samuel was dead. Das einzige Problem war, inzwischen war Samuel gestorben. But for Saul, he thought, well, that's not a problem, we can deal with that. Aber Saul dachte, ja, kein Problem, da gibt es ja Möglichkeiten, wie man das trotzdem machen kann. Most mediums and people involved in Spiritism had actually been put to death, but there were some still alive. Die meisten Leute, die die Toten befragen konnten, die ein Medium waren oder Spiritismus betrieben haben, sind vorher umgebracht worden, weil das gegen Gottes Gesetz ist. So she went. Aber eine gab es noch. He went to a woman at Endor, which apparently is in this area or was in this area. Also ging er zu einer Frau in Endor und auf dem Bild, das war in dieser Gegend dort. The area behind was where the battle was. Hinter dem Dorf, das war die Gegend, wo die Schlacht stattfand.
And so he dressed up in different clothes, went to her and said, would you call Samuel up from the dead? Also hat sich verkleidet und ist heimlich zu dieser Wahrsagerin gegangen und hat sie gebeten, kannst du bitte Samuel rufen für mich? And the biggest shock for this woman was when he appeared. Und diese Frau hat dann einen Riesenschreck gekriegt, als Samuel gekommen ist oder gesprochen hat. And the message Samuel gave him was, why are you disturbing me? Und die Nachricht, die Samuel ihm ausrichten hat lassen, war, warum störst du mich? And basically, you need to know you're going to lose the battle and you're going to die. Und du wirst die Schlacht verlieren und du wirst dein Leben verlieren. And so that wasn't quite what he was wanting to hear. Das war nicht ganz das, was Saul gerne hören wollte. But it was this act that cost Saul his life. Aber dieser Akt des Ungehorsams Gott gegenüber hat Saul dann sein Leben gekostet. And we read that in chapter 28:19. Und die Geschichte steht in Kapitel 28, So in the 19. clever way, or very deliberate way, Samuel's been put together. Die Buch Samuel. Yes. Und also auf wirklich clevere und absichtliche Weise ist das Buch Samuel so zusammengestellt worden. There were 3 very deliberate times when Saul was anointed to be king. Da gab es 3 spezifische Zeiten und Begebenheiten, wo Saul gesalbt worden ist, um König zu sein. Remember, in private, in public, and then a second time after he'd won a battle. Zuerst privat, dann nochmal öffentlich und dann nochmal mit allem Volk nach der ersten Schlacht. But there were 3, and so opposite that, there were 3 times when he lost everything. Und dann gab es auch 3 Begebenheiten, wo er falsch sich verhalten hat, wodurch er dann auch alles wieder verloren hat. The first time he didn't wait for Samuel to come and he lost the dynasty. Das erste Mal, wo er ungehorsam war und nicht wie abgemacht auf Samuel gewartet hat, und da hat er praktisch die Dynastie verloren, dass seine Nachfolger Könige werden. He didn't fulfill the word of the Lord against the Amalekites. He let the king live, and so that was when the kingdom was taken away from him. Der zweite Ungehorsam war, dass er nicht Gottes Auftrag gegen die Amalekiter ausgeführt hat, sondern den König leben gelassen hat und Beute genommen hat. Und da ist ihm das Königreich genommen worden. He visited this witch at Endor, and he lost his life. Und er hat hier diese Wahrsagerin in Endor besucht und dadurch hat er sein Leben verloren. And I think that these things are recorded very deliberately to show the rise and the fall of Saul. Und ich glaube, diese Begebenheiten sind ganz absichtlich da aufgeschrieben worden, dass man wie den Aufstieg und den Niedergang und den Fall von Saul verfolgen kann. And in the contrast, you have David growing in the character that is so different. Und als Kontrast dazu haben wir David, der immer mehr wächst und erstarkt in seinem persönlichen Charakter als Leiter. So in this battle, which was going to be when Saul would die, also in dieser Schlacht, wo Saul sterben würde, David's king, Philistine king, wanted him to join him in battle. Der Philisterkönig wollte, dass David ihn unterstützt in dieser Schlacht. But the other kings from the other Philistine cities, they weren't sure about this because they said we could be in the battle and then he could turn. Aber
da haben noch andere Philisterkönige mitgekämpft und die waren da dagegen. Die haben gesagt, es könnte sein, dass wir die Schlacht gegen die Israeliten gewinnen, aber danach wendet sich David gegen uns. Which was very smart of them, because that could have happened. Das war ziemlich weise von ihnen, denn das hätte wirklich passieren können. So David was sent away. Also ist David weggeschickt worden. They went back to the city of Ziklag and they found that the Amalekites had attacked the city and taken all the people and all of their goods and left. Also ist David mit seinen Männern wieder nach Hause gezogen, unverrichteter Dinge, und nur um festzustellen, dass während seiner Abwesenheit die Amalekiter Ziklag überfallen haben und alle Frauen und Kinder und alles mitgenommen haben, was in seinem Heimatort war. And I believe this must have been one of the lowest points of David's life up to this time. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein absoluter Tiefpunkt war in Davids Leben. Because in chapter 30, verse 6, Kapitel 30, Vers 6, we read that David was in danger, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in spirit for their sons and their daughters. da lesen wir, dass David in großen Schwierigkeiten war, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, weil ihre Söhne und Töchter gestohlen worden sind. He really would have felt alone. Also wenn man sich allein gefühlt hat, dann dort. They were blaming him for what happened, Alle geben David die Schuld für das, was passiert ist. and it was just a horrible Das situation. war eine furchtbare Situation. But what we read very simply is, but David strengthened himself in the Lord his God. Aber dann lesen wir einfach, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Sometimes just a little sentence can carry an awful lot of weight. Und manchmal ist es nur ein kleiner Satz, aber der hat wirklich Bedeutung und Gewicht. Because in his aloneness, he turned to God. Mitten in seinem Alleinsein hat er sich an Gott gewandt. And we know from the Psalms, this is something that is the way that's the way he handled problems and great Und aus difficulties. dem Psalm wissen wir, dass das die Art und Weise war, wie David umgegangen ist mit persönlichen Krisen. And so he had the priests come and he sought the Lord. Also hat er den Priester geholt und hat Gott gesucht. He actually asked God, what do I do about this situation? Also er hat Gott gefragt, was soll ich jetzt machen? And God said, pursue them. Und Gott hat gesagt, jage ihm nach. And so they set out and they were able to find this tribe of Amalekites. Also sie sind losgezogen und haben diesen amalekitischen Stamm gefunden. And they were able to retrieve every person, all of their items stolen, and a lot more else. Und sie konnten sie überwinden und haben alles zurückerobern können, was ihnen gestohlen wurde, und noch mehr. And it's interesting how this desperate situation was turned out to be something really quite massive. It was ended up being a great benefit. Und es ist interessant zu sehen, wie diese verzweifelte Situation sich gewandelt hat in einen mächtigen Sieg und Segen für sie. And David, out of this, there was no sense of wanting to retaliate or judge those that have given him such a hard time. Und es ist interessant, dass David sich nicht keine Rachegefühle hat gegenüber denen, die ihm so Mühe gemacht haben. Those who were too exhausted to be part of that battle, they were also recognized and included in the celebration. Und er hat auch die Anteil haben lassen an der Beute, die zu müde waren, um mit ihm mitzuziehen, um die Familien zu retten. And so David included a lot of people in the benefits of this particular victory. Und David hat wirklich viele Leute Anteil haben lassen an dem, was er in diesem Sieg erobert hatte.
There is mentioned in verse 7 that David asked the priest to get him this ephod. Yes. What, in German Bible it's in Wagentasche and in the English word, so I was wondering what that is. Okay, in verse 7 it talks about David asking the priest to bring the ephod, and in the German explanation it's called a bag for oracles. Can you... Not in the explanation, but in the translation it says Orakeltasche? Orakeltasche. Okay. The bag of oracles, it's explained. Yes. It's in German. Yes, if you go back to Exodus, it describes there the garments that were made for the priest, Im zweiten Buch Mose werden, the high priest. wird die Kleidung des hohen Priesters beschrieben. And one item was a piece of clothing known as the ephod, which it had certain stones in it, a breastplate with certain 12 stones representing the 12 tribes of Israel. Und ein Kleidungsstück des hohen Priesters war wie eine Tasche, wo 12 Edelsteine drauf genäht waren, die die 12 Stämme Israels repräsentierten. And also there were pockets in it whereby there were two items, we don't know exactly what they were. Und da waren auch irgendwie ein oder zwei Taschen eingearbeitet und da waren zwei Gegenstände drin. Wir wissen nicht genau, was das war. Known as in English as the Urim and the Thummim. Und diese Gegenstände nannten sich Urim und Thummim. And the best we can know is they were some kind of item, maybe stones of a certain kind, that would be used to understand the will of the Lord. Das Beste, was wir machen können, ist, dass das maybe like lots or Kind of like what? Maybe dice, I think would be the... vielleicht waren das wie so eine Art Würfel oder Lose, mit denen man was machen konnte und dann daraus den Willen Gottes ablesen. Now, if you follow their use in the Old Testament, Wenn man ein bisschen verfolgt, wie diese Urim und Thummim benutzt worden sind im Alten Testament, sometimes the answer would come up as a yes, manchmal, wenn sie damit dann etwas vor Gott gemacht haben, kam die Antwort als Ja sometimes a no, oder manchmal als Nein and sometimes there wasn't an answer. und manchmal gab es auch keine Antwort. And so we actually don't know how it worked. It's one of these things that we're not told exactly. Also wir können nicht sicher sein, wie das wirklich in der Praxis funktioniert hat mit diesen zwei Gegenständen. And so David wanted an answer here, and he had a priest with an ephod, and so that's what that's about. Also David brauchte eine Antwort von Gott und da war ein Priester mit diesem Ephod, mit dieser Tasche und so haben sie das dann gemacht. And so the Saul's final battle, we have this in the last chapter here of 1 Samuel. Im letzten Kapitel vom 1. Samuel wird die letzte Schlacht Sauls beschrieben. And you can see on the map one of the reasons so many battles happen in this area of Israel. Also viele Schlachten fanden in dieser Gegend von Israel statt. Was low, flat land. Weil das eine flache Ebene, war. Known as the Valley of Jezreel. Das Tal von Jezreel. And this was all hill country. Weiter südlich waren alles steinige Hügel. Here as well. Da oben auch. And so this often became a battleground. Also diese fruchtbare Ebene wurde deshalb oft zum Schlachtfeld. And it is again this time. Und auch diesmal findet dort diese Schlacht statt. And First Samuel finishes with Saul and his sons being killed in battle. Also der 1. Samuel endet mit dem Tod von Saul und seinen Söhnen. And just to humiliate Israel, the Philistines took Saul and his sons' bodies and hung them on the city of Bethshan. Und einfach um die Israeliten zu demütigen, haben die Philister die toten Körper von Saul und seinen Söhnen genommen und haben sie aufgehängt an der Stadtmauer von Bethshan.
But if you go back to the beginning of Samuel, you may remember the people of Jabesh Gilead. Wenn ihr euch an den Anfang von 1. Samuel erinnert, wisst ihr noch die Leute von Jabesh Gilead? This is the people over here had the right eye gouged out. Das waren die Leute, denen das rechte Auge ausgestochen worden And then there was a threat from the Ammonites that the remainder of the people men had to have that happen. Und dann war da die Bedrohung durch die Ammoniter, dass es den restlichen Männern auch noch so geht. And Saul's first victory, you remember, was delivering these people from the Ammonites. Und Sauls erster Sieg, da ging es darum, diese Leute von den Ammonitern zu befreien. And it was men from this city that risked their lives to get the bodies of Saul and Jonathan and the others, so they could have a respectful funeral. Und dann haben Männer aus diesem Ort ihr Leben riskiert, um die Leichname von Saul und Jonathan und den Söhnen zu holen, dass sie ein anständiges Begräbnis haben konnten. This is where Beth-shan was thought to be, where the bodies of Saul was hung. Das ist der Ort, wo man glaubt, dass Beth-shan war, wo die Leichname an der Stadtmauer aufgehängt wurden. And part of David's strength was he didn't celebrate the death of his rival. Und auch, wo man auch die Charakterstärke von David erkennen kann, ist, dass er jetzt nicht den Tod seines Rivalen groß gefeiert hat. In fact, when this man came, he was a Amalekite, to tell David that Saul and Jonathan were dead. Und als dann ein Amalekiter gekommen ist, um David zu berichten, dass Saul und Jonathan tot waren, and he seemed to embellish the story to say that he was the one that did the final blow. Und dieser Mann die Geschichte dann noch ausgeschmückt hat und hervorgehoben hat, dass er derjenige war, der ihn letztendlich umgebracht hat. David had him executed because he had killed the Lord's anointed. Dann hat David ihn exekutieren oder töten lassen, weil dieser Mann hat den Gesalbten des Herrn getötet. And so much of what happens now happens because David is wanting to make it very clear he has no part in seeing the family of Saul destroyed. Und vieles von dem, was jetzt da passiert, ist, dass David einfach klarstellen will und zeigen will, dass er nichts damit zu tun hatte, dass Saul und seine Söhne gestorben sind. And then we have a very powerful lament of David, a psalm of lament in 2 Samuel chapter 1 over the death of Saul and especially Jonathan, whom we love so much. Und sogar so weit, dass David am Anfang vom 2. Samuel ein Klagelied über Saul und Jonathan, den er so lieb gehabt hat, geschrieben hat oder gesungen hat. And so David moves now from being on the run and very quickly the tribe of Judah anoint him king over their tribe. Und jetzt geht es ziemlich schnell, dass David vom auf der Flucht sein zum König über den, also der Stamm Juda krönt ihn dann als König, ihren König. Now let's just pause for a few moments because we've said that this was very much a time of training for David. Also wir haben gesehen, wie diese Jahre eine Zeit der Vorbereitung waren für David. It wasn't just training, he was actually actively involved in protecting people and building an army. Es war nicht nur Ausbildung, sondern er hat da schon seine Fähigkeiten eingesetzt, Leute zu beschützen und seine Armee aufzubauen. We know from chapter 5 that at this time he was 30 years old. Kapitel 5 sagt uns, dass er inzwischen 30 Jahre alt war.
And as I've looked at the time frame, the best I can estimate was he had been it had been about 17 years since he was anointed. Und soweit man das rausfinden kann anhand der Zahlenangaben, vermute ich, dass er ungefähr 17 Jahre alt war, als er gesalbt wurde zum König. Now, what is interesting is that in Scripture, often 30 seems to be an age of consolidation into some kind of ministry. Es ist interessant, dass in der Bibel oft das Alter von 30 Jahren so ein Übertritt ist, wo ein Dienst oder eine Zeit des Dienstes losgeht. The priests began their ministry at 30. Für die Priester war 30 Jahre der Beginn ihres Dienstes. Jesus began when he was about 30. Jesus hat seinen Dienst angefangen, als er 30 war. Now, of course, it's not a law, it's just an Das ist interesting thing. kein Gesetz, dass es so sein muss, aber ich finde es interessant. Because what it does is it does talk about how God in his providence and his wisdom often has a time of growing people before they enter into whatever God would have. Aber es scheint oft so zu sein, dass Gott in seiner Vorsehung für Leute durch so eine Zeit der Vorbereitung laufen lässt, bevor sie dann in ihren Dienst eintreten. And one of the things that David had to cultivate, one quality, is patience. Eine Charaktereigenschaft, die David wirklich sehr trainieren musste, war einfach Geduld. I can identify with this a little bit. Ich kann mich damit ein bisschen identifizieren. I grew up in a good English Baptist church. Ich bin aufgewachsen und groß geworden in einer guten englischen Baptistengemeinde. Committed my life to Christ when I was 8 years old. Habe mein Leben Jesus gegeben, als ich 8 Jahre alt war. Grew up loving God and wanting to serve Him. Bin aufgewachsen, habe Gott lieb gehabt und wollte ihm dienen. And I had a sense that I would be in some kind of what we would call then full-time Christian ministry. Und ich habe schon irgendwie gespürt, dass irgendwann mal eine Zeit kommen wird, wo ich im vollzeitlichen christlichen Dienst stehen werde. I assumed I'd be a pastor because that's what I knew. Ich dachte, dass ich Pastor werde, weil das das Einzige war, was ich wirklich kannte. I would look at the pastor and figure, well, you know, that's what you do. Ich habe mir so den Pastor angeguckt und gedacht, sowas werde ich auch mal. When I left school, I really didn't know what to do. Als ich mit der Schule fertig war, hatte ich eigentlich keine Ahnung, was ich machen sollte. No real clear sense of call. Noch keine klare Richtung, wo ich gespürt hätte, da ist eine Berufung. And I still remember sitting with my mother outside of the room where we were going to talk to people about leaving school and what we were going to do. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter zusammen vor einem Beratungszimmer saß, wo es darum ging, was man machen kann, wenn man mit der Schule fertig ist. I was very weak when it came to anything that was academic. Ich war echt schwach, was irgendwas Akademisches anging. I was good at the practical things like working with metal or wood or that kind of thing. Wo ich wirklich gut drin war, ist so Sachen mit meinen Händen machen, wie Metallbearbeitung oder Holz oder sowas. But going to university, it wasn't even, I didn't even think about that. That was just so not an option. Also, dass ich nach der Schule zur Universität gehen könnte, das ist mir nicht mal in den Sinn gekommen. Das war einfach keine Option. And someone else in my class, he was going to be a mechanic, fix cars. Und jemand anders in meiner Klasse, der wusste, er will Automechaniker werden. And I remember sitting outside and talking with my mother, saying, so, you know, what should I do? What job should I do? Und ich weiß noch, wie ich da vor diesem Beratungsraum saß mit meiner Mutter und ich habe sie gefragt, was meinst du, was soll ich denn werden? And I said, well, I don't really know. I said, you know, this fellow, he's being a mechanic, maybe I could do that, because that's where I tend to be best. Und ich habe ihr gesagt,
ich weiß, dass ich mit meinen Händen ganz gut bin, vielleicht soll ich auch Automechaniker werden wie der andere hier. And she says, oh, I know someone who could maybe get you a job. Und sie meinte nur, oh, ich kenne da jemanden, der könnte dir vielleicht einen Job verschaffen. So we went in and talked to the person there about this. Also wir sind dann reingegangen und haben mit diesem, weiß nicht, Berufsberater darüber geredet. And I told her my thoughts. Ich habe ihm so meine Gedanken erzählt. She said, good, a mechanic. Okay, thank you. Next one. Oh, und sie hat gesagt, gut, Mechaniker, der nächste bitte. So I started